Ein besonderes Wochenende. Letzten Monat hatte ich ein ganz besonderes Wochenende. Mein bester Freund Jonas und ich beschlossen, für 2 Tage in die Berge zu fahren. Wir wohnen in München und die Alpen sind nicht weit entfernt. Wir wollten wandern, frische Luft atmen und einfach mal abschalten. Am Freitagabend packte ich meinen Rucksack. Ich nahm bequeme Kleidung, Wanderschuhe, eine Regenjacke, etwas zu essen und meine Kamera mit. Ich liebe es, Fotos von der Natur zu machen. Am nächsten Morgen fuhren wir früh los. Das Wetter war perfekt. Blauer Himmel, Sonne und eine leichte Brise. Nach etwa 2 Stunden kamen wir in einem kleinen Dorf an, das Garmisch-Partenkirchen heißt. Dort begann unser Wanderweg. Am Anfang war der Weg leicht, aber später wurde er steiler. Wir mussten oft Pause machen, weil der Rucksack schwer war. Trotzdem hatten wir gute Laune. Überall hörte man das Rauschen von Wasserfällen und das Zwitschern der Vögel. Mittags machten wir ein Picknick auf einer grünen Wiese. Wir aßen Käsebrote, Äpfel und Schokolade. Jonas erzählte lustige Geschichten aus seiner Schulzeit und wir lachten viel. Nach dem Essen ruhten wir uns kurz aus, dann gingen wir weiter. Am Nachmittag erreichten wir eine kleine Berghütte. Dort wollten wir übernachten. Die Hütte war gemütlich, aus Holz gebaut, mit einem Kamin und einfachen Betten. Die Besitzerin, eine ältere Frau namens Frau Meier, begrüßte uns herzlich. Sie kochte uns eine warme Suppe und erzählte Geschichten über das Leben in den Bergen. Abends saßen wir draußen und sahen, wie die Sonne hinter den Bergen verschwand. Es war still und friedlich, nur die Kuhglocken waren zu hören. In der Nacht war der Himmel voller Sterne. Ich hatte seit Jahren keinen so klaren Himmel gesehen. Wir saßen lange draußen, sprachen über unsere Träume und Pläne für die Zukunft. Es war einer dieser Momente, die man nie vergisst. Am nächsten Morgen wachten wir früh auf. Wir halfen Frau Meier beim Frühstück. Es gab frisches Brot, Marmelade und Kräutertee. Danach machten wir uns auf den Rückweg. Diesmal ging es bergab, also war es leichter. Unterwegs machten wir viele Fotos von der Landschaft, von den Bergen, den Bäumen und den Kühen auf der Wiese. Als wir wieder im Auto saßen, waren wir müde, aber glücklich. Wir hatten nicht nur schöne Natur gesehen, sondern auch gelernt, wie wichtig es ist, Zeit in Ruhe zu verbringen, ohne Handy, ohne Stress, nur mit guten Freunden und der Natur. Zu Hause schaute ich mir die Fotos an und dachte, so ein Wochenende sollte man öfter machen. Es erinnerte mich daran, dass Glück manchmal ganz einfach ist, ein bisschen Sonne, gute Gesellschaft und ein stiller Ort zum Atmen.